Hey, schön, dass du wieder da bist. In diesem Video zeige ich dir etwas ganz Besonderes. Meinen persönlichen Obsidian Workflow, der nicht nur Struktur in dein digitales Leben bringt, sondern dir gleichzeitig als spiritueller Schutzschild dienen kann. Wenn dich Themen rund um Klarheit, Energie und bewusstes Leben interessieren, dann bleib unbedingt bis zum Ende dran. Und wenn dir gefällt, was du hier entdeckst, unterstütze mich mit einem Daumen nach oben, abonniere den Kanal und schreib mir später gern in die Kommentare, wie du selbst dich im Alltag schützt und organisierst. Kommt dir das bekannt vor? Dein Kopf platzt vor Ideen, aber deine Notizen sind das reinste Chaos. Und gleichzeitig fühlst du dich im Alltag oft ausgelaugt und schutzlos gegenüber dem ganzen digitalen Rauschen. Was, wenn es eine Methode gäbe, die beide Probleme auf einmal löst? Eine, die dein Leben in den Griff bekommt und dir gleichzeitig als eine Art spiritueller Schutzschild dient? In diesem Video zeige ich dir meinen ganz persönlichen Obsidian Workflow, der genau das für mich tut. Bleib dran, denn ich zeige dir, wie du mit der doppelten Kraft von Obsidian das Chaos in pure Kreativität verwandelst. Fühlst du dich auch manchmal von diesem digitalen Overload und einer ständigen inneren Unruhe einfach überrollt? Das ist kein Wunder, wir ertrinken förmlich in einer Informationsflut, die uns unsere mentale Energie raubt. Um da wieder zu unserer eigenen Kraft zu finden, brauchen wir zwei Dinge: Ordnung im Außen und Schutz im Innen. Da gibt es den Obsidian als echten Stein, dieses faszinierende, tiefschwarze Vulkanglas. Seit Ewigkeiten wird er als kraftvoller Schutzstein verehrt. Man sagt ihm nach, dass seine Energie wie ein Schild wirkt, das Negatives abwehrt und uns hilft, innere Blockaden zu sprengen. Er wird oft als Spiegel der Seele bezeichnet, weil er uns dabei unterstützen soll, verdrängte Gefühle und verborgene Wahrheiten ans Licht zu holen. Für mich ist diese Verbindung der absolute Schlüssel. Wir schaffen uns einen heiligen, geschützten Raum für unsere Gedanken, damit wir nicht nur funktionieren, sondern wirklich kreativ und im Reinen mit uns selbst sein können. Dieser Stein ist ein tägliches Ritual für mentale Klarheit und energetischen Schutz. So, jetzt aber Butter bei die Fische. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Ich nehme dich mal mit in meine persönliche Obsidian-Welt. Das Herz und die Seele meines Systems ist die tägliche Notiz. Wobei, Tagesnotiz klingt mir viel zu langweilig. Ich nenne sie mein energetischer Tagesfokus. Allein der Titel erinnert mich jeden Morgen daran, worum es wirklich geht. Hier schreibe ich direkt nach dem Aufstehen rein, mit welcher Energie ich in den Tag starten will und welche eine, wirklich wichtige Aufgabe an dem Tag ansteht. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Idee bekommt eine eigene Notiz. Wenn mir zum Beispiel eine neue Projektidee in den Kopf schießt, schreibe ich die Notiz Projektidee spirituelles Video und packe alles dazu rein. Das geht natürlich auch am PC. Dann erlebe ich bewusst einen kleinen Moment der Dankbarkeit, so wird er zu einem besonderen Dankbarkeitsmoment am Morgen. Und Dankbarkeit zieht bekanntlich noch mehr an, für was wir im Leben dankbar sein können. Zum Thema Dankbarkeit habe ich bereits ein Video gemacht, ich werde es euch in der Videobeschreibung verlinken. Durch diese Notizen wächst mit der Zeit ein riesiges, dichtes Netz meiner kreativen Gedanken. Die Notizen sind einfach, aber der Wahnsinn und sie decken oft überraschende Verbindungen und Ideen auf, die meine Kreativität total beflügeln. Hier habe ich nun meine aktuelle Tagesfokus-Notiz, daneben vielleicht noch ein inspirierendes Zitat über Klarheit und natürlich meinen echten Obsidian-Stein, der hier auf meinem Schreibtisch liegt. Dieser visuelle Anker hilft mir, mich über den Tag immer wieder kurz zu erden und an meine Intention zu erinnern. Es ist so also mein ganz persönlicher Kraftort geworden. Theorie ist schön und gut, aber wie passt das in den stressigen Alltag? Ziemlich einfach, ehrlich gesagt. Morgens, direkt nach dem Aufwachen, nehme ich mir 3 bis 4 Minuten. Ich öffne meinen Schreibblock für den Tagesfokus und schreibe oft auch auf, was mich in meinen Träumen beschäftigt hat, bevor es vergessen wird. Daraus ergeben sich erstaunlich oft direkte Anknüpfungspunkte für meine nächsten kreativen Projekte. Abends, wieder am Bett angekommen, mache ich dann eine ganz kurze Reflexion des Tages. Statt also nur langweilige To-Do-Listen abzuhaken, stelle ich mir abends immer 2 Fragen. Was hat mir heute Energie geraubt? Und was hat mir Energie geschenkt? Indem ich diese Gedanken festhalte, nutze ich die klärende Energie des Obsidians ganz bewusst, um Altes loszulassen und den Tag positiv abzuschließen. Der Stein symbolisiert das Verarbeiten von Emotionen und hilft mir dabei, diesen Prozess sichtbar und nachvollziehbar zu machen. Dieser lockere Workflow presst mich nicht in ein starres Korsett. Ganz im Gegenteil, er gibt mir die Freiheit, all die losen Fäden in meinem Kopf zu einem sinnvollen Teppich zu verweben und schützt mich gleichzeitig davor, das Gefühl zu haben, die Kontrolle zu verlieren. Ihr seht also, bei dieser Methode geht es um so viel mehr als nur um ein paar Notizen.
Es geht darum, einen bewussten und geschützten Hafen zu schaffen, für deine Ideen und für deine Seele. Du verwandelst das alltägliche Chaos in einen fruchtbaren Boden für Kreativität und Achtsamkeit. Wenn du jetzt Lust hast, deine eigene spirituelle Routine zu entwickeln, probier diese Idee einfach mal aus und schau, was sich bei dir verändert. Ich freue mich riesig, wenn du mir unten in die Kommentare schreibst, ob und welche Rituale du nutzt, um dich innerlich zu schützen und äußerlich zu strukturieren. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und mir einen Daumen hoch zu geben, wenn dir das Video gefallen hat, so verpasst du keine weiteren Inspirationen rund um Klarheit, Energie und spirituelle Werkzeuge. Bis zum nächsten Mal, und denk dran: Ordnung im Außen bringt Schutz im Innen. Pass gut auf dich auf.